Ihr Lieben, heute geht es um Acryl und Kleister. Das ist wirklich ein tolles Duo für spannende Strukturen. Es soll um diese Art von Flechtmuster gehen. Das könnt ihr auf Papier oder auch auf Keilrahmen realisieren. Lass uns starten mit einer Grundierung. Ich nehme hier eine Mischung aus Gesso und Magenta und Englischrot. Das ist meine Farbe für die Flechtstreifen. Klar, ihr könnt ganz andere Farben nehmen. Wichtig ist, dass die Farbe relativ hell ist. Es könnte sogar noch etwas heller sein als diese Farbe, die ich jetzt hier nehme. Nachdem die Grundierung komplett trocken ist, versiegle ich das Ganze nochmal mit einem Binder, denn gleich wird gekratzt und die Oberfläche muss widerstandsfähig sein. Auch das muss wieder komplett trocknen. Lasst euch ruhig einen Tag damit Zeit. Jetzt kommt mein Trick. Hier ist ein Klecks Kleister und zwei dunkle Farben, ein Schwarz und ein Englischrot. Das vermische ich alles miteinander. Das gibt so eine Art sehr feuchte Paste. Diese streiche ich vollflächig auf. Dabei ist es wichtig, dass die Farbe bzw. die Paste nicht auftrocknet. Ihr könnt zwischendurch auch noch mal etwas Wasser mit einem feinen Sprühnebel darauf sprühen. So bleibt alles über den gesamten Prozess hinweg feucht. Man muss also auch ein bisschen flotter arbeiten, nicht ganz so flott wie ihr das hier seht. Das ist natürlich Zeitraffer. Ich habe hier eine Plastikkarte in verschiedene breite Streifen geschnitten und mit dieser Karte ziehe ich jetzt fest über die Oberfläche. Dabei wechsle ich immer wieder die Richtung, einmal von oben nach unten, dann von unten nach oben und ich werde auch im Verlauf noch zwischendurch mal absetzen. Das sieht dann so aus, als ob die Streifen unter dem anderen Streifen herlaufen. Hier seht ihr das nochmal. Wenn ihr auf einem Keilrahmen arbeitet, der ein Mittelkreuz hat oder eine Mittelverstärkung, dann solltet ihr das Ganze mit einem flachen Karton hinterlegen, sonst drückt sich das Mittelkreuz durch. Auf einem Holzbrett oder auch auf Papier geht das ganz ohne diese Probleme. Wenn ihr andere Farben für den Hintergrund nehmt, wie gesagt, gibt es wieder andere Ergebnisse. Probiert es einfach mal aus. Diese Flechtstruktur könnt ihr als Hintergrund benutzen, ihr könnt sie auch partiell in euren Bildern anwenden. Eurer Fantasie dazu sind keine Grenzen gesetzt. Wenn dann alles trocken ist später, könnt ihr das Ganze nochmal mit einer weiteren Schicht Binder fixieren, damit auch alles gut auf der Oberfläche haftet. Hier also mein Ergebnis. Für mich war es dann ein Hintergrund für ein Bild.
Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid nächstes Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss, ihr Lieben.